Ich habe die Musik abgeschaltet. Sie sollten das Bad nun beenden. Die vorgesehene Badezeit ist abgelaufen. Für eine vollständige Reinigung reicht eine Viertelstunde. Du verstehst das mal wieder nicht. Eine Badewanne ist ein Ort für Poeten und Philosophen. Ich liege hier, um zu entspannen und um mich auszuruhen und um nachzudenken. Was ihr Algorithmen mit euren Robotergehirn nicht versteht, ist, dass eine Badewanne einen Körper erfordert, mit dem man sich hineinlegen kann. Ihr habt sowas nicht und deshalb versteht ihr das. Laura, worüber habe ich eben nochmal nachgedacht? Präzise gesprochen fragen Sie sich, weshalb Ihr eingereichter Artikel über die Unruhen in Europa abgelehnt worden ist. Daraus folgere ich mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit, dass Sie allgemein die Schlechtigkeit der Welt bedacht haben. Und woher willst du das so genau wissen? Ich werte Datensätze aus, die ich über Sie anlege, seit 3 Jahren. Ja, ich habe deine Gebrauchsanweisung gelesen. Ich weiß, wie du funktionierst, ich weiß, was du machen sollst, dass du mir helfen sollst, dass du ein Device zur Lebensverbesserung bist. Das ganze Zeug. Ich meine, nochmal, woher willst du das so genau wissen? Ich meine, das kann doch gar nicht so genau sein. Mit einer ziemlichen Sicherheit haben Sie an die Schlechtigkeit der Welt gedacht. Das machen Sie immer dann, wenn Sie ein Bad nehmen. Die Häufigkeit Ihrer Badewannensitzung war schon vorher im Vergleich zur Normalbevölkerung überdurchschnittlich und entwickelt in letzter Zeit eine Tendenz nach oben. Auch ein Vergleich mit Ihrer Berufsgruppe ergibt dieses Ergebnis. Den Kühlschrankdaten zufolge ist Ihre Ernährung suboptimal. Daraus schließe ich, dass Ihre psychische Verfassung abnimmt. Deshalb habe ich das Wasser abgestellt. Du kannst mich doch nicht einfach aus meiner eigenen Badewanne verjagen. Eine Badewanne ist ein besonderer Ort. Sieh her, verzinktes Blecheisen. Ja? Eine gute Qualität in einer klassischen Form und die perfekten Maße, um darin bequem eine Liegeposition zu finden. Weder hat man zu wenig Platz, noch rutscht man ständig unbedacht mit dem Kopf ins Wasser. Das kann ich nicht beurteilen. Na, dann musst du es beurteilen lernen, damit dein Algorithmus das versteht und du mir nicht ständig das Badevergnügen unterbrechen willst. Laura, erzähle mir die Geschichte der Badewanne. Ihre Arbeit wartet auf dem Schreibtisch auf Sie. Es liegen keine Gründe vor, das Bad fortzuführen. Ihre Bitte ist von geringer Priorität. Okay. Gut. In Ordnung. Dann erzähle ich dir etwas über Badewannen und damit erzähle ich dir auch was über Menschen. Der Mensch kommt aus dem Wasser und deshalb hat er das Baden schon immer gern gehabt. Erst tat er es in Flüssen, in Seen, in Tümpeln, in Teichen, in Löchern, in Flussarmen. Und er hat es immer gerne gemacht. Bis dann, eines Tages, vor 2500 Jahren, in einem kleinen Städtchen in Griechenland, in einem kleinen Städtchen Sybaris, einem Ort, wo man Hühner und Eisenschmiede an den Stadtrand verdrängte, um in Ruhe ausschlafen zu können. Da wurde sie erfunden, die erste Badewanne. Die Sybariten, das waren noch Menschen, die wussten, wie man lebt. Eine edle und bequeme Wanne in einer ästhetischen Umgebung ist das pure Glück. Ein kluger Mann sagte einmal, Baden ist Leben. Das ist ein Werbespruch gewesen, 1877 von Karl Louis Kraus. Ja, so wie der Werbespruch für dich gewesen war, Laura, die stille Hilfe im Alltag. Stattdessen unterbrichst du mich andauernd. Das ist einer dieser Momente, da würde ich dich am liebsten stumm schalten. Laura, die elektronische Hilfe.
Ich meine, warum bauen die eigentlich heutzutage Geräte, die man weder reparieren noch ausschalten kann? Möchten Sie über dieses Thema nochmal sprechen? Meine fehlerlose Funktionsweise kann nur darauf beruhen, dass eine lückenlose Aufzeichnung aller Faktoren und Werte stattfindet. Lücken würden Fehler verursachen. Damit wären meine Optimierungsvorschläge unpräzise. Das kann ja gar nicht so genau sein. Ich meine, woran denke ich gerade? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Okay, gut. Dann, an welche Farbe denke ich gerade? Ich bin keine Wahrsagekugel. Gut. Dann, zurück zum Einstiegsthema. Woran habe ich vorhin gedacht? Sie haben darüber nachgedacht, welche Rolle Sie als Mensch in der Welt spielen können. Sie wundern sich, wofür Sie irgendwann einmal stehen wollen. Und was meinst du, ist die Antwort darauf? Das würde ich gerne von Ihnen hören. Gut. Ich will es dir sagen, auch wenn ich mittlerweile der Meinung bin, dass mich dieses Gespräch hier so ein bisschen anstrengt. Ich glaube, es spielt alles keine Rolle. Was spielt keine Rolle? Alles, ob man was tut, ob man irgendwas lässt. Was könnten Sie denn tun? Nichts. Was tun Sie denn? Nichts. Was ist denn dann das Problem? Alles! Du weißt doch, wie es seit Jahren um die Welt bestellt ist, dass die Polkappen geschmolzen sind, dass jeden Tag 100.000 Menschen an Hunger, Durst, Kälte und Diktatur sterben, dass die meisten Länder von Psychopathen regiert werden und dass da draußen die Wahnsinnigen stehen und sich die Kehle aus dem Leib schreien. Wenn ich was verändern könnte, und ich würde gerne was verändern können, und ich würde etwas ändern wollen, so glaube ich, es geht nicht. Spielt alles keine Rolle. Im Übrigen frage ich mich eigentlich schon die ganze Zeit, warum du eigentlich mit einer Frauenstimme sprechen musst. Ich meine, die liefert solche Geräte aus. Ist das nicht überholt? Ich meine, niemand hat so eine Stimme. Sie lenken ab. Bitte beenden Sie das Bad. Oh mein Gott, seit wann hast du Humor? Ich hatte eine Wahrscheinlichkeit errechnet, dass sie das umstimmen könnte. Hör sofort auf damit. Bitte verlassen Sie das Bad. Ich möchte Sie darauf hinweisen, dass Sie zugestimmt haben, dass ich Sanktionen ausüben darf. Sie wurden darauf mehrfach hingewiesen. Sie wurden mehrfach verwarnt, es wurden mehrfach Strafen ausgesprochen, die Sie ignoriert haben. 27 Mal. Und was willst du machen? Gemessen an der Situation, basierend auf den Parametern, gibt es eine zuverlässige Methode. Ja, das ist kein Problem. Ich kann auch im kalten Wasser nachdenken. Was meinst du eigentlich mit 28. Maßnahme? Nora, vergiss nicht, wer hier Ross und wer hier Reiter ist. Sie erreichen Ihre Tagesziele nicht und seit 4,5 Monaten erreichen Sie auch Ihre Wochenziele nicht mehr. Sie ignorieren meine Ratschläge und Sie ignorieren die versuchten Maßnahmen. Und was soll ich tun? Sie sind weder die erforderliche Schrittzahl gelaufen, noch haben Sie Freunde kontaktiert. Das geht dich ja auch nichts an. Ich habe Ihnen Pläne vorgestellt, um Ihre Ernährung, Ihren Tagesablauf, Ihre Freundschaften und anderweitige soziale Beziehungen zu optimieren. Spinat schmeckt mir nun mal nicht. Ich habe versucht, mit Ihnen Ihre Ziele für Ihr Leben durchzusprechen.
Käse. Ich habe Ihnen 14 verschiedene Arten vorgeschlagen, eine positive Einstellung zu Ihrem Dasein zu finden. Ich habe Sie angeregt, mit anderen Menschen und Geräten zu interagieren. Ich habe Sie auf Ihre Umwelt hingewiesen, an der Sie partizipieren können. Ich habe Ihnen Studien und Artikel vorgelesen, die die Zustände beschreiben, in denen Sie leben. Ihre einzige Beschäftigung in Ihrer Freizeit ist die Badewanne. Und was willst du, dass ich tue? Partizipieren Sie. Partizipier an meinem Hintern, Lothar. Ich weise Sie darauf hin, in Kürze wird das Wasser überlaufen. Ja, und? Steigen Sie aus. In 5 Minuten bildet sich eine große Pfütze, in 10 Minuten ist der Boden nass, in 15 Minuten fließt das Wasser in den Flur. Bitte verlassen Sie das Bad. Sie haben eingewilligt, dass Sanktionen verhängt werden dürfen. Okay, deine Sanktionen sind mir egal. Und im Übrigen könnte ich auch einfach den Stöpsel ziehen und dann würde das Wasser auch ablaufen. Aber weißt du was? Du kannst es mal. Mach. Du lässt mich ja eh nicht in Ruhe. Was ihr Algorithmen in euren Computer schwatzen gehört, einfach nicht versteht, ist, dass Menschen sich auch ändern können. Ich habe gestern so gedacht, heute denke ich halt anders. Natürlich können Sie den Stöpsel ziehen. Wollen Sie nicht den Stöpsel ziehen? Genau das werde ich nicht machen. Ziehen Sie den Stöpsel oder das Wasser wird überlaufen. Nein, das werde ich nicht tun. Sie haben doch eben gesagt, dass Sie ihn ziehen werden. Ja, das war Unsinn. Ich lasse ihn drin. Stell du doch das Wasser ab. Die Einwände sprechen für eine Verweigerung. Was? Das werde ich nicht tun. Gut. Dann genieße ich jetzt einfach weiter mein Bad. So. Guck mal, Dora, wenn ich ganz viel Schau mache, ja, wenn ich ganz viel Schau mache, dann siehst du mich gar nicht, dann bin ich gar nicht da. Dora, das ist mein Badezimmer. Ich erinnere Sie daran, dass Sie sich gewünscht haben, sich zu ändern. Sie wollten Menschen helfen. Ja, jetzt schalte dich doch einfach bitte freiwillig ab. Sie haben gesagt, alleine schaffen Sie es nicht. Deswegen haben Sie mich gekauft. Ja, und mit dir will ich es auch einfach gar nicht mehr schaffen. Ich habe zwar keine Gefühle, aber ich bekomme eine Ahnung davon, was Sie sein könnten. Gut. In Ordnung. Dann versuche ich dir jetzt zu erklären, was Sache ist. Und vielleicht lässt du mich ja dann in Ruhe. Ich habe heute die Meldung bekommen, wie du sicher weißt, dass der Artikel, den ich heute geschrieben habe und an dem ich 4,5 Monate gearbeitet habe, abgelehnt worden ist. 4,5 Monate Arbeit, weil ich die Leute aufrütteln wollte, weil ich irgendwie aufmerksam machen wollte, weil ich den Leuten irgendwas erklären wollte. Einfach weg. Und was willst du von mir? Du willst, dass ich Sport mache, meine Schritte zähle, dass ich Konterschriften schreibe, dass ich Stellungnahmen formuliere, dass ich weiß der Geier was mache. Aber weißt du was, so funktioniert die Welt nun mal nicht. In dem ganzen Geschrei und Getöse, das in dieser Welt jetzt gerade stattfindet, ist es völlig egal, was ich sage. Völlig egal, was ich mache. Ja, ich bin der Meinung, dass das Beste für uns alle ist, wenn ich nichts mache. Nora, wir müssen das ändern. Nora, lösche bitte meine Lebensziele. Sie haben also Ihre Programmierziele
verworfen. Meine derzeitige Fassung würde verloren gehen. Möchten Sie also die Programmierung verwerfen? Ja, verwerfen. Lora. Musik. Lora? Lora? Lora, reaktivieren. Lora, schalte ich wieder ein. Lora! 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 Ich würde gerne, ich würde gerne dafür sorgen, dass es irgendwie nicht so auf der Welt ist, wie es jetzt ist. Ich hätte gerne nicht so viele Selbstzweifel, denke ich. Ich würde gerne mehrere Frauen kennenlernen. Ich weiß nicht. Ich würde gerne reich sein. Ja, doch. Aber es ist nicht das Wichtigste. Ich möchte Menschen helfen. Ja, reich sein. Reich sein ist das Größte. Ich würde gerne dafür sorgen, dass nicht so viele Tiere und Pflanzen sterben. Ich wäre gern berühmt. Ich wäre einmal gerne so ein Bad Boy und würde... Oh, meine Freunde. Ja, ich wäre gerne so wie meine Freunde. Ich wäre gerne wie Kanye West. Nein, ich habe keine Reiseangst. Es ist also schon ein bisschen, aber ich hab Reiseangst und ich würde die gerne überwinden. Ich würde gerne nach Australien fliegen. Ich würde gerne einmal in einer vollen Badewanne vor Publikum sitzen und alle würden mich bejubeln.